Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. An einem wunderschönen Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon mitbekommen habt. Heute ist der erste Adventssonntag. Advent. Was heißt eigentlich Advent? Wo ich auf der Internationalen Akademie des Kurses gelebt habe, jedes Veranstaltung hat geheißen Advent of a Great Awakening. Also der Beginn eines großen Erwachens. Advent heißt Beginn. Kaum jemand weiß das, dass es ein Beginn ist. Wir bereiten uns vor. Es ist der Beginn auf das Licht in uns. Wir bereiten uns auf diese Geburt des Lichtes in uns vor. Es ist der Beginn. Wir beginnen uns zu öffnen für das Licht Gottes. Was ist Weihnachten? Weihnachten ist die Geburt des Lichtes in uns. Ein freudiges Ereignis. Ich liebe die Geschichten aus der Bibel, die sind ja alles Symbole. Das sind diese Hirten gewesen, sie waren in der Dunkelheit. Es ist ein Symbol für unseren menschlichen Geist, die Dunkelheit. Ich bin in meinen eigenen Ideen, in meinen eigenen Gedanken gefangen, in meiner eigenen Welt, in meinen eigenen Problemen. Ich sehe kein Licht, wir sagen ja oft, ich sehe kein Licht mehr. Ich habe die Hoffnung verloren. Ich fühle mich so gefangen in meinem eigenen Geist, in meinen eigenen Erwartungen, in meinen eigenen Plänen, in meiner eigenen Identität als Körper, getrennt von allem. Ich bin in der Dunkelheit, die dunkle Nacht der Seele. Ich habe den Weg verloren. Meine Seele trauert, mein Herz trauert. Ich bin traurig, weil ich den Weg verloren habe. So habe ich mit vielen verschiedenen Menschen in der letzten Zeit sind mit mir in Kontakt getreten oder wir haben uns irgendwie getroffen und haben gesagt, sie sind traurig. Irgendwo ist innere Trauer da. Oft lässt sich das gar nicht beschreiben. Es gibt nicht einmal einen äußeren Anlass dazu. Also eine innere Trauer, eine innere Schwere, ein sich verlassen fühlen. Ich fühle mich verlassen. Das ist, was ich spüre, was ich auch erlebe, wenn ich mich nicht auf das Licht ausrichte. Wenn ich nicht jeden Tag beginne mit der Lektion des Tages, mit einer Lichtidee, dann fühle ich mich schwer, verlassen, einsam. Man kann sich einsam fühlen, obwohl man von Menschen umgeben ist, aber im Inneren, im Herzen fühlt man sich einsam, getrennt, ohne Richtung, ohne Ziel, hoffnungslos. Es gibt keine Hoffnung. Und so war das Beispiel der Hirten. Sie waren in der Dunkelheit, in einer dunklen Nacht. Und dann haben sie einen Stern gesehen, ein Licht am Horizont. Das ist das Beispiel für unser Erwachen. Wir sind ein Licht am Horizont. Und wir vertrauen dem Licht, wir folgen diesem Licht nach. Und dieses Licht hat sie geführt zum Christuskind in der Krippe.
Dieses Licht führt uns innerlich zum Christusgeist, zum Geist Gottes, in dem nur Licht ist. Ich werde aus der Dunkelheit, wenn ich es erlaube, ins Licht geführt. Und deshalb treffen wir uns hier. Das ist das Erwachen, das ist der erste Adventssonntag. Wir lassen uns von der Dunkelheit, von unseren eigenen Ideen ins Licht führen, vom Licht führen, in den Christusgeist, in die Liebe Gottes, in die Schönheit, in das Leuchten der Schöpfung. Und Jesus würde dich einfach nur fragen, bist du dabei? Vertraust du diesem inneren Licht, diesen Stern in dir? Der ist nicht außerhalb, der ist in dir. Der wurde für dich, dieses Licht gemacht, um dich zu erinnern, dass die Dunkelheit vorbei ist, dass die Hoffnungslosigkeit vorbei ist, die Einsamkeit, die Depression, die Angst, vielleicht die Angst vor Verlust, gerade in diesen Tagen, die Angst vor Verlust, die Sorgen vorbei sind. Es ist ein Licht gekommen, das nicht von mir ist, aber in mir ist. Das ist das Einzige, was nicht von mir ist, aber in mir ist. Erkenne ich es in meinem Innersten? Bin ich bereit, mich dafür zu öffnen? Bin ich bereit, alles, was ich mit meinen Körpersaugen sehe, für einen Moment loszulassen? Die Dunkelheit loszulassen, diese dunklen Bilder loszulassen und mich von der Wahrheit innerlich vom Licht zu führen. Bin ich bereit? Bist du bereit, mein Bruder, mit mir ins Licht zu gehen? Bist du bereit, diesen ersten Adventssonntag dich zu erinnern, dass das Licht gekommen ist, um uns aus der Dunkelheit, aus unseren dunklen Träumen, der Angst, der Verzweiflung und der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit zu befreien? Das Licht ist gekommen. Hab keine Angst, sagt Jesus, hab keine Angst vor dem Licht. Weil wenn Gefangene, die so lange in die Dunkelheit gewohnt werden, ans Licht, dem Licht ausgesetzt werden, für einen Moment vermehrt es vielleicht die Angst. Aber sei einen Moment lang ganz still und vertraue auf dieses Licht. Es ist ein inneres Leuchten, eine innere Wiedergeburt. In der Krippe, in diesem Christusgeist, als Symbol der Unschuld. Es ist die Wiedergeburt der Unschuld, des Lichtes in dir. Das ist, was wir feiern. Und wir werden immer vertrauter mit dem Licht. Wir werden immer mehr, lassen wir es zu, wir öffnen uns dafür. Das ist das Symbol vom Advent. Vielleicht kennt ihr noch den Adventkranz. Man hat eine Kerze angezündet, ein Licht und dann 2 Lichter und 3 Lichter und 4 Lichter. Mit diesem Licht, dieses Licht ist einfach, das sich natürlich ausdehnt und die ganze Sohnschaft entzündet, meine ganzen Gedanken erleuchtet, meinen ganzen Geist ans Licht bringt. Das ist, was Erleuchtung ist. Und heute ist der erste Adventssonntag, die erste Erinnerung, die liebevolle Erinnerung. Bruder, lass uns ans Licht gehen. Lass uns keinen Augenblick mehr in der Dunkelheit verweilen. Ein heller Stern ist gekommen. Der Stern, der uns den Weg weist zum Licht,
zum Christuskind in uns. In einer Krippe der Unschuld werden wir neu wiedergeboren. Das ist ein fantastisches, ein unglaubliches Ereignis. Das ganze Universum unterstützt uns in dem. Das ganze Universum jubelt uns zu. Komm nach Hause, komm ans Licht. Lass es in dir geboren werden. So danke ich dir, mein lieber Bruder, dass du mit mir, mit uns den ersten Adventssonntag feierst. Diese erste liebevolle Erinnerung des sanften Erwachens im Licht Gottes. Das Licht führt uns von der Dunkelheit, dieses Sterben, dieses Leuchten ans Licht. Ich liebe diese Symbole aus der Bibel, weil sie so wahr sind, weil sie meine Erfahrung sind, weil ich sie mit dir teilen möchte, mein lieber Bruder. Danke, dass du das erlaubst und ich wünsche dir einen wunderschönen, wunderleuchtenden ersten Adventssonntag in der Erinnerung, du bist nicht alleine. Das Licht geht mit dir. Das Licht der Wahrheit. Das Licht, das auch in deinem Bruder wohnt. An das wir uns jetzt gemeinsam erinnern. Danke, mein lieber Bruder, ich umarme dich. Und habe einen wundervollen ersten Adventssonntag. Danke.